Hallo und herzlich willkommen zu Folge 3 von Webseite bauen mit künstlicher Intelligenz. Heute installieren wir erstens das Theme und zwei Plugins, die wir brauchen. Also um ein neues Theme hinzuzufügen, geht ihr hier auf Design und dann auf Themes und hier oben auf Theme hinzufügen. Genau, dann habt ihr hier schon Standardvorlagen und ich habe noch eine Lizenz bei Elementor frei. Deshalb installiere ich hier dieses Theme. Klicke dann auf Aktivieren. So, dann klicken wir hier oben auf Elementor installieren und dann aktivieren wir das passende Plugin. So, ich werde jetzt in dem Fall mich mit meinem Account connecten und wenn ihr noch keinen Account habt, kreiert einfach einen. Oder, genau, ihr könnt euch dann auch einfach mit eurer Google-Adresse anmelden und dann klickt ihr auf Connect. So, hier sagt er direkt, lass uns deiner Seite einen Namen geben. Hier übernimmt er direkt den Titel, den wir gewählt haben. Das machen wir auch. Ein Logo habe ich jetzt noch keins, da bin ich gerade dran. Ja, beim Logo habe ich heute mit Midjourney schon ein bisschen rumgespielt und ja, habe schon einige interessante Bilder bekommen. Das soll natürlich nur ein Teil des Logos sein. Vorher soll natürlich der Schriftzug Sport Online Shop 24 stehen, aber das finde ich ganz cool. Ja, ich werde mir da auf jeden Fall was zusammenbasteln und für jetzt überspringen wir diesen Teil erstmal. Das Schöne bei Elementor ist, dass es viele Vorlagen gibt, die ihr einfach nutzen und für euch anpassen könnt. Das überspringen wir jetzt auch einfach mal. So, hier sind die Preise für die Elementor Pro Lizenz. Wenn ihr sagt, ihr wollt die Features nutzen, die sonst in der Gratis-Version nicht vorhanden sind, dann könnt ihr mit der Lizenz starten und wenn ihr dann irgendwann eine weitere Webseite baut, könnt ihr immer noch auf diese Lizenz erweitern. So, ich habe auf jeden Fall die 3 Pro Websites Lizenz. Das heißt, wir müssen diese Seite noch damit verknüpfen. So, ich habe mir jetzt die Pro-Version aus meinem Account runtergeladen bei Elementor. Die müssen wir jetzt hier hochladen. Hier könnt ihr dann das Plugin direkt reinziehen oder ihr durchsucht euren PC. Wir hatten es hier unter Downloads, Elementor Pro. Klicken hier auf Jetzt installieren, in dem Moment wird es dann hochgeladen. Das kann dann einen Moment dauern, je nachdem wie groß diese Datei ist. Genau, und dann könnt ihr hier einfach das Plugin aktivieren. Dann müsst ihr hier das Plugin noch connecten und aktivieren. So, und hier sehen wir, der Status ist aktiv. Elementor ist im Prinzip unser Webbaukasten, der uns die Arbeit und das Design auf jeden Fall erleichtert. So, als nächstes möchte ich erstmal die Seite in den Wartungsmodus setzen. Warum es Sinn ergibt, die Seite erst später, wenn sie fertig ist, einzureichen, erkläre ich dir später in der Serie. Auf jeden Fall wollen wir uns hier ein Wartungsmodus-Tool runterladen bzw. implementieren. Und da ist es im Prinzip auch relativ egal, welches wir nehmen. Wir nehmen jetzt einfach hier Under Construction. Hier haben wir die Bewertung von dem Tool, also die ist super. Das letzte Mal wurde sie vor 3 Wochen aktualisiert, aber es ist im Prinzip egal. Hauptsache niemand hat Zugriff auf eure Webseite. Genau, unter installierte Plugins siehst du dann, was du bisher installiert hast und ja, hier kannst du direkt zu dem Tool springen. Sonst kommst du auch über Einstellungen und Under Construction zu den Einstellungen. Hier aktivierst du dann den Wartungsmodus, dann klickst du auf Speichern und jetzt dürfte die Webseite schon nicht mehr erreichbar sein. Beziehungsweise wir sehen jetzt den Inhalt, da wir eingeloggt sind. So sieht das Ganze dann aus, wenn wir nicht eingeloggt sind und es ist im Prinzip egal, welches ihr hier nehmt, weil niemand wird eure Seite suchen oder finden. Und hier geht es eigentlich wirklich nur darum, Google davon abzuhalten, die Seite zu crawlen. So, Elementor ist quasi unser Baukastensystem. Wenn wir jetzt hier eine Seite erstellen, haben wir standardmäßig den Gutenberg-Editor. Den mag ich persönlich überhaupt nicht. Und wenn du jetzt hier oben auf Mit Elementor bearbeiten klickst, dann wird diese Datei in eine Elementor-Datei umgewandelt und wir können mit Elementor arbeiten. Genau, dann lädt die Datei. Was ich gerade gemerkt habe, nutzt kein Firefox, um die Webseite aufzubauen. Hier kommen wir in eine Endlosschleife. So genau, jetzt sind wir über Chrome drin. Ich zeige dir nochmal, wie du hier hinkommst. Einmal auf Seiten, dann auf die gerade erstellte Seite. Und ja, das ist wirklich komisch. Was ich auch immer aktiviere, ist ein Plugin, das nennt sich Gutenberg deinstallieren bzw. blockieren.
Das geben wir jetzt hier ein. Beziehungsweise müssen wir auf Plugins hinzufügen, dann auf Gutenberg und dann auf diese Schaufel, die Gutenberg beerdigt. So, das aktivieren wir auch. Genau, und jetzt hast du nämlich hier nicht mehr diese klassische Gutenberg-Seite, sondern kannst direkt auf mit Elementor bearbeiten klicken und kommst dann eben zu dem Baukastensystem. Die Seite heißt jetzt einfach Elementor 17, weil wir keinen Titel eingegeben haben. Das könnte man jetzt hier ändern, indem man hier unten links auf Einstellungen klickt und hier den Titel auf Startseite beispielsweise ändert oder Start. Wenn ihr den Titel raushaben wollt, könnt ihr hier unten auf Seitenlayout klicken und dann auf Elementor volle Breite. Dann habt ihr nur das Logo, da wo wir jetzt eben noch keins haben, aber das können wir alles später noch einrichten. Genau, und links haben wir jetzt hier unsere Elemente, die wir nutzen können. Ich habe natürlich jetzt hier einige mehr als in der Gratis-Version. Wenn ihr euch entscheidet, Elementor Pro zu kaufen, ich habe mich da als Affiliate beworben. Es kann sein, dass, wenn du das Video siehst, dass ich da schon einen Affiliate-Link habe. Und ja, wenn du mich supporten willst, kannst du gerne über den Link einkaufen. Vielen Dank, wenn du das machst. Wenn ich abgelehnt werde, nutzen wir einfach ab nächster Folge ein anderes Tool. Spaß. Auf jeden Fall können wir jetzt hier einfach die Elemente reinziehen beispielsweise, haben hier eine Überschrift, können, wenn wir hier auf die neuen Punkte wieder klicken, weitere Sachen hinzufügen. Beziehungsweise fangen wir anders an, du kannst auch einfach hier auf neuen Abschnitt hinzufügen. Dann kannst du einstellen, wie dieser Teil strukturiert sein soll. Wenn du jetzt beispielsweise 3 Bilder nebeneinander haben willst, würdest du dieses hier wählen. Und dann kannst du wieder hier auf die 3 Punkte klicken und zum Beispiel Bilder hier reinziehen. Das sind natürlich alles nur Platzhalterbilder, aber du verstehst, was ich meine. Ja, dann kannst du dann einfach hier draufklicken, das Bild auswählen und dann das Ganze ersetzen. So, also das ist super simpel. Wenn du dir jetzt eine Seitenstruktur aufgebaut hast, die du öfters auf der Seite anwenden willst, kannst du das dann am Ende auch als Template speichern. Zeige ich dir auch, weil wir das öfter nutzen werden, wenn wir Seiten mit der KI aufbauen. Na, da geht es ja auch irgendwo um Geschwindigkeit, dass wir da relativ schnell Beiträge erstellen können. Wenn du jetzt diesen Abschnitt wieder löschen willst, kannst du einfach hier drüber hovern, einfach mit der Maus drüber und dann oben auf das X, dann wird es gelöscht. Das macht das Ganze auch sehr anfängerfreundlich. Genau, und wenn du jetzt hier beispielsweise ein Seitentemplate hinzufügen wollen würdest, kannst du erstens hier auf vorhandene Blöcke von Elementor zugreifen. Da gibt es auch einige Teile, die nur mit Premium verfügbar sind. Naja, hier kannst du dich dann einfach durchklicken. Ne? Da kannst du dann einfach jetzt beispielsweise hier Our Clients, was für eine Nischenseite unrelevant ist, nutzen. Aber du verstehst, was ich meine. Ne? Dann kannst du es hier für dich dementsprechend anpassen. Genau, und ja, dann gibt es auch ganze Seiten. Ne? Du siehst hier eine ganze Restaurantseite beispielsweise, die kannst du dann auch, wenn du jetzt beispielsweise eine Restaurantseite bauen wollen würdest, kannst du auch eine ganze Seite als Vorlage nehmen. Ne? Da hast du dann hier schon die Beispielbilder direkt mit importiert. Die sollten dann natürlich dementsprechend angepasst werden, aber ja, so macht es das Ganze natürlich um einiges leichter, gerade wenn man Anfänger ist. Jetzt hat er natürlich auch den Hintergrund hier mit übernommen. Wenn du etwas eingefügt hast, was dir gar nicht gefällt, kannst du auch hier einfach auf Verlauf unten links klicken und dann hast du hier jeden Schritt, den du gemacht hast, jeden Klick, jede Veränderung und dann kannst du hier auch das Ganze wieder revidieren. Genau, hier haben wir wieder unser Blanko-Format, dann klicken wir einmal auf Speichern. Genau. Eine rechtliche Sache, die wir direkt am Anfang ändern müssen, ist, dass wir nicht die Google-Schriften von Google selber beziehen, sondern dass wir sie lokal speichern und eben hochladen. Dann greift die Website direkt auf unseren Webspace zu. Wir nehmen jetzt hier beispielsweise mal die Überschrift und machen das Ganze direkt mal ein bisschen größer, dass du das besser siehst. Genau, hier sagt er uns auch direkt Checkout Global Fonts. Genau, und jetzt haben wir hier standardmäßig in dem Theme Roboto eingestellt.
Das ist ein Google-Font, das sehen wir, ich sage immer Font, aber es heißt eigentlich Font, glaube ich. Ja, wie auch immer. Also Schriftart auf Deutsch. So, hier haben wir nämlich dann die ganzen Schriftarten, die Elementor mitbringt. Ja, und jetzt kannst du hier dementsprechend jede Schriftart auswählen. Und ja, je nach Theme, je nach Thema, was du auf deiner Webseite abhandelst, passen natürlich auch andere Schriftarten. Ja, hier hast du wirklich alles. Das große Problem ist, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber letztes Jahr oder Anfang dieses Jahres ist eine Abmahnwelle umgegangen. Da hat ein Anwalt alle Seiten abgemahnt, die eben diese Google-Fonts nicht eingebunden haben. Und das Problem ist einfach, dass jede Schrift Daten an Google übersendet. Das heißt, du brauchst eigentlich die Einverständniserklärung, dass die Daten des Nutzers an Google gesendet werden dürfen. Das haben die meisten aber nicht eingestellt. So, und das sichern wir jetzt direkt von Anfang an ab, indem wir uns eine Schriftart runterladen und die dann lokal hochladen auf unseren Webspace. Ich empfehle dir das auch direkt zu tun, dann hast du nämlich damit kein Problem mehr, außer du willst irgendwann deine Schriftart ändern, dann musst du natürlich das Ganze wiederholen. Wenn wir jetzt hingehen, ich werde jetzt einfach eine Standard-Schriftart wählen. Du kannst jetzt erstmal, wenn du gar keine Ahnung hast, kannst du natürlich erstmal durchschauen, gucken, welche Schriftart dir gefällt. Ja, kannst dich ein bisschen durchklicken. Dann haben wir hier unten den Schriftschnitt. Das ist einfach die Größe. Wir haben jetzt hier ein Light. Das heißt, du hast hier eine dünnere Schrift. Genau, dann hast du hier Fett, extra Fett Black ist die dickste Form der Schrift. Das eignet sich jetzt hier gerade nicht gut als Beispiel. Empfehlen kann ich dir Open Sans oder Source Sans Pro. So, Source Sans Pro ist eine Standardschriftart, die eigentlich oft verwendet wird, sehr gut lesbar ist und darum geht es ja auch am Ende irgendwo. Naja, jedenfalls geht es hier erstmal darum, dass ihr eure Schriftart findet, die ihr nehmen wollt. Was auch ganz schön ist an sich Muli, die mag ich sehr gerne. Mulish, so heißt sie. Wenn ihr jetzt hier weitere Beispiele haben wollt, könnt ihr auch noch einen Text hinzufügen. Dafür geht ihr hier wieder auf die 3 Punkte, geht auf Texteditor und könnt ihr jetzt hier in diesen Abschnitt drunter setzen. Seht hier den Beispieltext, der ist jetzt aber auch wieder auf Roboto, weil dieser als Standard eingestellt ist. Das heißt, wir müssen auch hier wieder hingehen und das Ganze ändern. Finde ich auch recht schön, die Schriftart. Müsst ihr aber, wie gesagt, selber nach Belieben entscheiden. Wenn du eine Standardschrift haben willst, dann nimm einfach Open Sans. Genau, die ist sehr gut lesbar und ja auch sehr verbreitet, also damit macht ihr nichts falsch. Wenn wir jetzt mal schauen, wie Open Sans Pro aussieht, Source Sans Pro. Genau, die ist auch sehr schön, muss ich sagen, wenn man ein bisschen größer macht. Ja, das passt. Also die nehmen sich nicht viel. Genau, um diese Schriftart jetzt lokal einbinden zu können, müssen wir erstmal die Schriftart runterladen, beziehungsweise hier die ganze Familie. Dafür geht ihr einfach auf Google und googelt eure Schriftart. Ja, Open Sans, eben leer normalerweise. Genau, und dann kriegt ihr hier schon als erstes Ergebnis die Schriftart. Und dann seht ihr auch, wie diese in den verschiedenen Einstellungen aussieht. Genau, und hier unten kannst du das auch nochmal durchklicken, um es in größeren Textabschnitten zu sehen. Ja, finde ich recht schön, deshalb nehmen wir die jetzt einfach mal. Klicken hier auf Download Family und haben hier unser Schriftpaket. Hier brauchst du wieder etwas zum Entpacken. Hier nutze ich wieder WinRAR, standardmäßig. So, und jetzt siehst du hier, dass das TrueType Schriftartendateien sind. Abgekürzt TTF-Dateien. Und du siehst auch, wie viele verschiedene Schriften es hier gibt. So, dafür legen wir uns dann am besten einen neuen Ordner an und nennen den Open Sans und ziehen alle Schriftarten hier rein. Dann können wir das Ganze schließen. So, hier müssen wir jetzt gucken, wie diese Schriftfamilie genau heißt. Ich glaube, Open Sans passt schon, wir müssen aber auch gerade mal schauen. So, ich habe das jetzt hier nochmal in Open Sans umgeändert. Wir gucken jetzt genau, wie die Schriftart heißt. Wenn wir sehen wollen, wie die Seite im Frontend aussieht, klicken wir hier unten auf Vorschau der Änderungen. Und ja, es funktioniert schon wieder nicht und ich weiß auch schon, woran das liegt.
Das müssen wir jetzt gleich noch ändern. Und zwar, genau, wenn wir nämlich hier auf Elementor klicken und auf Systeminfo, dann siehst du, dass das Memory Limit hier standardmäßig immer auf 64 MB eingestellt ist. Das ist quasi der Arbeitsspeicher des Webservers, den müssen wir noch umstellen. Und das müssen wir bei All-Inkle machen, beziehungsweise im FTP. So, bei eurem Webhoster angemeldet, müsst ihr dann auf FTP klicken und dann auf Login. Ich demonstriere das jetzt hier wieder bei All-Inkle, aber im Prinzip findest du FTP bei jedem Webhoster. Dann geht ihr in die Datenbank, auf die ihr WordPress installiert habt. Ich google das Ganze auch immer. Du musst einfach eine Zeile Code gleich einfügen und dann passt es. Shoutout an der Stelle an WP Ninjas. So, wir machen das Ganze über die wp-config PHP-Datei. Dafür nehmen wir hier diesen Code, den packe ich auch in die Videobeschreibung. So, und hier siehst du die wp-config-Datei. Hier klickst du dann rechts auf Datei bearbeiten. Gerade mal schauen, wo das genau eingesetzt werden muss. Das soll Schluss mit dem Arbeiten. Genau, darüber fügst du nun den Code ein. Das heißt, hier rein, speichern, mal schauen, ob es jetzt funktioniert. Ja, also du siehst direkt, die Seite lädt, also die Vorschauseite. Genau, erfahrungsgemäß dauert das immer eine Weile, bis das hier dann in den Infos übernommen wird. Aber das wurde auf jeden Fall übernommen. Genau, jetzt haben wir unser Arbeitsspeicherlimit dementsprechend erhöht und dann kann uns da auch nichts mehr passieren. Genau, das sind jetzt alles die Fundamentarbeiten, die wir machen, um später dann das Imperium darauf aufbauen zu können. Ohne uns dann noch irgendwelche Sorgen machen zu müssen, wegen Abmahnungen und so weiter. Wenn du den Text markierst, mit Rechtsklick auf Untersuchen klickst, dann öffnet sich hier die Developer-Konsole und wenn du hier oben auf Computed klickst, siehst du, wie diese Schriftart heißt, Open Sans. Das musst du dann in dem Fall nicht mehr machen. Das soll dann hier mit der Schriftart übereinstimmen. Genau, und jetzt können wir hier unsere Schriften verwalten. Dafür klicken wir auf Schriftart Variante hinzufügen. Und jetzt ist es so, dass wir jede einzeln anlegen müssen. So, Schriftstärke normal, Stil normal ist in dem Fall Regular 400. Das heißt, wir müssen hier unsere TTF-Datei hochladen, klicken hier auf Uploads und dann gehen wir in den Ordner, in den wir sie entpackt haben. Und jetzt suchen wir hier Regular. So, Open Sans Regular, genau, den haben wir hier. Die laden wir jetzt hoch. So, wenn wir wollen, dass die Schriftart auf allen Endgeräten kompatibel ist, müssen wir auch diese anderen Dateien noch hochladen. Da wir die aber jetzt nicht von Google bekommen haben, müssen wir uns hier ein Online-Tool raussuchen. So, und das nennt sich Transfonter. So, dafür wählen wir Open Sans Regular aus und genau, klicken dann hier alle Dateien an, TTF, weil dann hast du es auch direkt nochmal zusammen mit den anderen Schriftarten. Und dann klickst du auf Konvertieren. So, dann kriegst du hier das Kit, das kannst du downloaden, öffnest es, genau, und dann hast du hier die verschiedenen Varianten, die müssen wir jetzt wiederum entpacken. So, das sind die 5 Files, die wir brauchen. So, dann wählt ihr hier WUF aus, damit auch Hunde das lesen können. Genau, wenn du hier einzeln die Dateien hochlädst, kannst du nämlich auch direkt die passenden auswählen. Die werden dann hier schon dementsprechend gefiltert. Und dann klickt ihr hier auf Veröffentlichen. So, und dann habt ihr hier eure erste Schriftart angelegt. Na, jetzt haben wir natürlich dann nur normal 400. Das ist ja die Hauptschriftart, mit der wir im Text arbeiten. Jetzt brauchen wir davon natürlich noch die fette Version und größere Version für die Überschriften und so weiter. Das tue ich euch jetzt hier nicht an. Ich lege das jetzt ganz entspannt an und dann können wir gleich weitermachen. So, hier haben wir jetzt meine Schriftarten. Und zwar haben wir normal, dann die fette Version von normal, normal kursiv. Dann habe ich nur noch Semi-Bold für Überschriften zum Beispiel und dann haben wir einmal Black 900, das ist dann für H1-Überschriften, also die erste Überschrift beispielsweise. Und nochmal Semi-Bold, auch für kleinere Zwischenüberschriften. Ja, also das reicht mir an Schriftarten, mehr brauche ich nicht.
Das heißt, wir müssen auch nicht mehr importieren. Ne? Ich kann natürlich dann auch nur diese Schriftarten wählen. So, jetzt haben wir hier das Paket aktualisiert. Wichtig ist jetzt, dass wir hier bei Elementor einmal auf Erweitert klicken und dann bei Google Fonts einmal deaktivieren wählen, weil so wird dieser Zugriff dann komplett blockiert und so kann uns dann auch nichts mehr passieren. So, jetzt müssen wir noch einstellen, dass Elementor Open Sans eben immer als Standard nimmt bei neuen Seiten und Beiträgen. Dafür gehen wir einmal hier auf die Seite. So, dann gehen wir oben auf Customizer und dann hier auf Header und Footer und klicken auf hier beginnen. Dann wird hier dieses Standard-Kit geöffnet und hier können wir unsere Farben und auch noch weitere Sachen einstellen. Na, hier haben wir die Webseiten-Einstellungen, das sind dann die globalen Einstellungen. Das haben sie auch neu gemacht, dass wir hier diese Preview einstellen können, dass wir direkt sehen, wie das Ganze dann in Action aussieht. Finde ich sehr gut. Genau, hier haben wir auch dann unsere Standardfarben, die wir immer wieder wählen können. Dazu kommen wir gleich. Jetzt machen wir erstmal die Schriftart fertig. Genau, dafür gehen wir hier zurück auf globale Schriftart. Dann klicken wir hier auf Primär. Wählen hier oben bei Schriftfamilie Open Sans. Bei Sekundär gehen wir auch hin, wählen auch Open Sans. Und bei Text das gleiche. So, Akzent war jetzt hier standardmäßig auf 500. Die haben wir natürlich jetzt auch nicht hochgeladen. Die werde ich jetzt einfach noch schnell hochladen und dann schauen wir mal, wie das hier aussieht. Das müsste dann einfach ein bisschen größer sein, beziehungsweise ein bisschen dicker. Dafür gehen wir nochmal zurück hier hin. Das kannst du auch jederzeit wieder ändern und anpassen. Genau, wählen jetzt hier die 500 aus, dann Stil normal. So, und brauchen hier dementsprechend die Open Sans Medium Datei. So, ziehen die dann dementsprechend nochmal in Transformer. Wählen hier unsere Dateien aus und klicken auf Convert. Downloaden das Ganze. So, ich habe jetzt hier die Ordner angelegt mit allen Schriftformaten. Wenn ihr wollt, kann ich die für den Kit-Discord zur Verfügung stellen und die da hochladen. Dann könnt ihr die einfach so, wie sie sind, runterladen und dann für euch einfügen. Gerne einfach dann Bescheid geben per Discord. So, ja, das funktioniert alles ganz gut. Das muss man dann zum Glück auch nur einmal machen. So, und jetzt müssten wir, wenn wir das aktualisieren, hier auch dann dementsprechend eine etwas dickere Schrift bekommen. Dafür müssen wir einmal die Seite aktualisieren. Und schauen nochmal. Ja, da sehen wir es. Es ist minimal dicker, aber da sehen wir auch, dass es funktioniert hat. So, jetzt können wir hier schon die Farben auswählen, wenn wir möchten. Dafür gibt es auch eine schöne Seite. Genau, und zwar nennt sich die colors.co. Da können wir uns hier einen Farbgenerator mit passenden Farbpaletten aussuchen. Genau, hier können wir uns eine Hauptfarbe generieren lassen und ja, das Tool gibt uns dann passende weitere Farben, die gut im Kontrast stehen, zur Verfügung. Genau, im Sportbereich ist normalerweise Rot stark vertreten, deshalb können wir jetzt mal hier gucken, was es da gibt. Ich würde eher zu einem dunklen Rot tendieren. So, ich denke jetzt, ich werde erstmal mit diesem Rot hier gehen und dann machen wir hier das Schloss zu. Dann können wir Leertaste drücken und dann generiert er uns hier immer weiter passende Farben. Wenn du hier manuell eine hinzufügen willst, kannst du das auch tun. Auf jeden Fall kannst du dann hier deine Farbe rauskopieren und dann hier einfügen, hier unten. Dann übernimmt er das direkt. So, bei der Textfarbe ist standardmäßig 6x3 ganz gut. Das ist jetzt nicht ganz schwarz und ist dann für das Auge leichter zu lesen. Sekundär, ja, können wir einfach mal so lassen. Und Akzent, ja, da können wir jetzt einfach mal das auch hier übernehmen. So. Und das hier. Dann machen wir hier dazu. Genau, und dann lassen wir uns noch zwei passende Farben generieren. Ich weiß noch gar nicht, was ich da genau will. Aber so kriegt man natürlich auch Inspiration. Ja, vielleicht ein Grün. Rot und Grün. Ja, wobei, ich mag hier so ein mildes Blau an sich ganz gerne. Dann nehmen wir einfach mal die beiden noch. Und ja, wenn das am Ende gar nicht gut aussieht, dann kann man es immer noch anpassen. Machen wir es so. Und dann machen wir so. Ich bin jetzt auch kein Farbenexperte. Hier kannst du noch eine Farbe hinzufügen.
machst du dann so. Das nennen wir dann einfach mal Akzent 2. Genau, und dann können wir es hier unten speichern. So, und dann wird es auch standardmäßig auf alle neuen Texte, die wir schreiben, übertragen. Deshalb ist es wichtig, das direkt am Anfang zu machen, dann musst du im Nachhinein nichts mehr ändern. So, damit haben wir unsere Schriftart und unsere Schriftgröße und die Farben haben wir jetzt soweit fertig. Das heißt, wenn wir jetzt hier eine neue Seite erstellen, eine Testseite, hier können wir dann direkt auch das Ganze auf Elementor volle Breite ändern und auf Veröffentlichen klicken und dann auf mit Elementor bearbeiten. So, dann machen wir jetzt hier einfach mal den Test. Eine Überschrift. Genau, die ist jetzt hier schon in unserer normalen Farbe, ne, wie wir es hier gerade eingestellt haben. Ja, ist die Frage, ob wir das überhaupt wollen. Ich würde jetzt tatsächlich hingehen und diese Farbe hier überall primär verwenden und Akzent, das ist dann die Linkfarbe zum Beispiel, wenn wir einen Link einfügen, die möchte ich in Rot haben. Gehen wir hier nochmal zurück, nehmen die, weil im Prinzip brauchen wir auch nicht mehr. Außer du möchtest jetzt hier farbige Überschriften, dann kannst du auch bei Premiere eine Farbe nehmen. Ich habe es aber gerne dann einfach clean schwarz oder fast schwarz. So, bei Typografie kannst du dann noch die ganzen H1, H2, H3 Überschriften nach deinem Belieben anpassen. Das kannst du aber auch im Nachhinein noch immer wieder anpassen und ja, das lassen wir jetzt einfach mal so standardmäßig, wie es ist. So, und dann gehen wir einmal auf Seiten, legen eine neue an, Seite erstellen, machen hier einen Test, mit Elementor bearbeiten. Ja, wenn du hier dieses Test weghaben willst, wie gesagt, dann oder klickst hier unten auf das Zahnrad und gehst hier auf Seitenlayout, Elementor volle Breite. Genau, und hier siehst du dann, dass die Farbe auch so übernommen wurde, wie wir es gerade eingestellt haben. Open Sans, na, das ist wichtig und richtig. Und auch hier beim Text siehst du dann, dass er hier bei der globalen Schriftart Text gewählt hat, standardmäßig. Und ja, auch die Farbe dementsprechend angepasst hat. So, bevor wir jetzt anfangen, blind die Seite zu bauen, müssen wir erstmal einen Plan haben, wie wir das Ganze strukturieren. So, ich nutze einfach mal dieses Whiteboard, um dir zu zeigen, wie man diese Seite strukturiert. Hier haben wir unsere Startseite, dann, beziehungsweise machen wir so. Also, hier haben wir unsere Startseite. Die Startseite soll zu den verschiedenen Kategorien verlinken. Also, so und so. Hier haben wir dann Kategorien wie Fußball, Badminton und zum Beispiel Bowling. Bowling ist halt nicht so interessant, weil viele sich einfach auch das Equipment mieten oder ausleihen. So haben wir eben fast keine Limitierung. Tischtennis, so, du verstehst das Prinzip. So, diese Kategorien sind meistens dann geschlossene Kategorien, die für sich ineinander verlinken. Hier haben wir dann zum Beispiel, ja, wenn wir jetzt mal Badminton nehmen, dann können wir hier als weitere Unterkategorie Schläger nehmen. Ne? Machen wir hier klein. Schläger. So, Federbälle und so weiter. So, das heißt, wir verlinken von der Badminton-Seite. Hier möchte ich einen informativen Artikel schreiben lassen, der alles rund um Badminton abdeckt. Und der soll dann zum Shop verlinken. Dafür habe ich jetzt bei Midjourney zum Beispiel hier Shopbilder erstellen lassen. Ja, muss ich noch gucken, was ich da am Ende nehme. Das wird dann ungefähr so aussehen. Ne? Und hier möchte ich dann die ganzen Unterkategorien verlinken, wie Schläger, Federbälle, was gibt es noch, Trainingsshirts und so weiter. So, und um dieses Thema zu unterstützen, schreiben wir noch Blogartikel. So, das machen wir jetzt einfach mal blau, nennen das Ganze Blog. Genau, dafür eignen sich am besten Fragen, die wir beantworten können, rund um das Thema Badminton in dem Fall. Und hier gibt es das Tool Answer Sokrates. Da können wir dann einfach unser Thema eingeben, Badminton suchen und jetzt kriegen wir relevante Fragen komplett kostenlos
die wir dann per Blogartikel beantworten können. Hier beispielsweise, ist Badminton gut zum Abnehmen? Ist Badminton gut für den Rücken? Das sind alles gute Themen, die sich für Blogartikel eignen. Genau, dann suchen wir uns gute Fragen raus. Wie schwer sollte ein Badmintonschläger sein? Das ist zum Beispiel auch eine gute Frage für den Kaufratgeber, den wir dann in der Kategorie Badmintonschläger unterbringen können. Genau, hier siehst du ohne Ende Potenzial. Hier siehst du auch, was oft gesucht wird. Badmintonschläger, Badmintonregeln, Badminton-Set, Netz, Berlin, das ist für uns halt unrelevant. So, Badmintonschläger-Test ist natürlich auch sehr relevant. Hier musst du natürlich immer aufpassen, dass du die Nutzer nicht täuschst, indem du einen Fake-Test hochlädst. Aber man kann das Keyword auch anders integrieren, ohne dass es dann auch aussieht, dass man es selbst getestet hat. Das zeige ich euch später in der Serie. Ja, jedenfalls sollen dann diese Blogartikel wiederum entweder zu Schläger oder zum Hauptartikel zurückverlinken. Aber größtenteils sollen das einfach supportende Artikel für die Kategorien sein. Genau, und dann haben wir hier die Hauptkategorie Badminton, dann kommt erstmal der informative Teil und dann der Shop-Part, wo dann von hier zu den Kategorien verlinkt wird. Und darunter kommt dann noch der Blog, also die Blogbeiträge, die dann gepostet wurden, um dann hier für die Kategorie auch nochmal die Relevanz zu erhöhen. Das soll es für diese Folge gewesen sein. In der nächsten Folge bauen wir dann die Startseite oder auch die erste Kategorie. Und ja, dann zeige ich euch mal, wie ich mir das vorgestellt habe. Falls du Fragen hast, schreib sie mir gerne in die Kommentare oder auf dem Discord-Server. Und ja, ich danke dir wie immer fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.